Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Vor kurzem habe ich erfahren, dass es in Bad Gastein auch eine handgemachte Mozartkugel gibt. Und die möchte ich mir heute direkt mal abholen und euch in dem Video näher vorstellen. Und hier im Hintergrund seht ihr das Café Schuh, wo es diese Mozartkugeln zu kaufen gibt. Und ich habe eine gute Nachricht, ich habe eine Mozartkugel bekommen. Aber da es hier jetzt schon ein bisschen zum Tröpfeln anfängt, werden wir uns die jetzt im Studio näher anschauen. Und hier ist jetzt das Innenleben dieser Mozartkugel. Man sieht hier einen Marzipankern, dann hier Nougat, ein sehr weiches Nougat, dann hier nochmal eine andere Schicht Schokolade oder Nougat. Das ist natürlich, hier habe ich keine genauen Inhaltsstoffe, leider. Und ganz außen ist dann noch einmal eine Schicht dunklere Schokolade. Und jetzt folgt natürlich noch der am Anfang versprochene Geschmackstest. Bin auch schon sehr gespannt, wie die Kugel schmeckt, was ich euch dann hoffentlich gleich sagen kann. Okay, also bei dieser Kugel, wenn ich die Skala hier jetzt einblende, kann man auch sagen, es ist mehr so im ausgewogenen Bereich, vielleicht auch eher ins Nougatige hineingehend. Also eher auf der Nougat-Seite, wenn man sich das so mit anderen Kugeln vergleicht. Der innere Teil ist sehr weich, da befindet sich auch das eher, man kann nicht sagen flüssige Marzipan, aber sehr, sagen wir mal, ja, das Marzipan, das jetzt nicht unbedingt fest ist. Und in dem Fall auch relativ viel Nougat gleichzeitig rundherum, das ebenfalls sehr, sehr weich ist eher. Und dann der äußere Teil, das ist dann das, was dann eigentlich am Schluss nochmal überbleibt, und da ist dann natürlich auch kein Marzipan. Aber eine sehr ausgewogene Kugel, daher wiederum für diejenigen von euch, die mehr sich in der Mitte befinden und nicht unbedingt einen intensiven Marzipangeschmack bevorzugen bei einer Mozartkugel, die werden hier auf jeden Fall sehr glücklich damit. Was ich vielleicht auch noch jetzt in dem Fall beim Café Schuh dazu sagen sollte, zu den, sagen wir mal, ein bisschen geschichtlichen Hintergründen. Als ich beim Café Schuh im Bad Gastein vor Ort war, habe ich auch mit dem aktuellen, er ist schon ziemlich lange dort, Besitzer kurz gesprochen. Und da hat er mir zumindest gesagt, dass die Kugel schon so lange gibt, wie er dort ist. Das waren dann, ich glaube, 43 Jahre. Also die Kugel gibt es auf jeden Fall über 40 Jahre bereits dort im Café Schuh. Und auch gleichzeitig eine wichtige, ich will nicht sagen Warnung, aber eine wichtige Sache, die ihr beachten solltet. Der Inhaber hat auch schon erwähnt, dass er eigentlich im Pensionsalter wäre, aber halt noch für seine Stammgäste weiterhin das Café öffnet. Oder wie in meinem Fall für Gäste, die einfach vorbeikommen. Und das heißt auch, wenn ihr jetzt besonders neugierig seid auf diese Kugel, dann solltet ihr euch wahrscheinlich nicht mehr zu lange Zeit lassen. Das geht natürlich bei vielen Mozartkugeln, schreibe ich auch immer in den Kommentaren unten, falls es die mal nicht mehr geben sollte. Das ist hier jetzt natürlich nicht der Fall. Wir haben gerade
Ende 2024. Aber wenn ihr dann irgendwann mal in ein paar Jahren dieses Video seht und dann ohne vorab nachzuschauen nach Bad Gastein fährt und hofft dann auch die Kugel zu bekommen, solltet ihr vielleicht vorab anfragen, ob dann die Kugel wirklich noch dort verfügbar ist. Auf jeden Fall eine sehr für mich auch spannende Reise nach Bad Gastein und ja, eine sehr coole Kugel eigentlich. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, euch interessieren Mozartkugeln noch viel, viel mehr, also ihr wollt nicht nur diese Kugel sehen, sondern wie andere Kugeln auch ausschauen, dann blende ich euch am Ende von dem Video eine Playlist mit über 80 verschiedenen Kugeln, die ich bisher gefunden habe, ein. Also ihr seht, es gibt ja einige verschiedene, die man sich da anschauen könnte. Zusätzlich gibt es unten in der Videobeschreibung Links zu Artikeln, die ich schon über die Mozartkugel geschrieben habe, auch wo ihr Kugeln kaufen könnt, zum Beispiel jetzt in Salzburg oder auch in Wien. Und was es so für neue Mozartkugeln jeweils gibt, oder zumindest für mich neue. Das ist ja immer ein gewisser Unterschied natürlich. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.